Die Katze ist aus dem Sack. Jetzt wissen wir, wie die PlayStation VR 2 Unterstützung am PC aussehen wird. Denn heute hat Sony im PlayStation Blog einen Artikel veröffentlicht, aus dem wir entnehmen können, dass PlayStation VR 2 Spieler ab dem 7. August mit einem Adapter auf Spiele auf dem PC zugreifen können. Also, diesen schönen kleinen Adapter hier, den wird es ab dem 7. August zu kaufen geben. Und zwar zum Preis von 59,99 €. Hier ist auch nochmal der Adapter, ihr seht ihn. Erinnert mich vom Design so ein bisschen an die Prozessor-Unit von der PlayStation VR 1. Und diesen Adapter könnt ihr, wie gesagt, dann kaufen. Wir gehen einfach mal ganz kurz hier auf den Text ein, was Sony hier so geschrieben hat. Hier übrigens auch ein schönes Bild von Half-Life Alyx. Mit dem PlayStation VR 2 PC-Adapter können Spieler ihre Spielebibliothek um Tausende von Steam VR-Titeln erweitern. Als PlayStation VR 2 letztes Jahr auf den Markt kam, freuten wir uns, den PS5-Spielern eine neue Generation von VR-Spielen mit innovativem Gameplay und mitreißenden sensorischen Funktionen vorzustellen. Angespornt von unserem Wunsch, den Spielern noch mehr Inhalte zu bieten, wollten wir den Zugriff auf zusätzliche Spiele über den PC ermöglichen und die vielfältigen PSVR 2 Spiele auf der PS5 ergänzen. Wir freuen uns, euch heute mitteilen zu können, dass wir diese Funktionalität ab dem 7. August anbieten werden. Die Spieler erhalten Zugriff auf die umfangreiche Bibliothek von Steam mit Tausenden von VR-Spielen, einschließlich Favoriten wie Half-Life Alyx, Fallout 4 VR und War Thunder. Dafür müssen die Spieler einen PlayStation VR 2 PC-Adapter erwerben, der bei ausgewählten Händlern und über directplaystation.com für ein UVP von 59,99 €, sofern verfügbar, erhältlich ist. Die Spieler benötigen außerdem ein handelsübliches DisplayPort-Kabel separat erhältlich, das mit DisplayPort 1.4 kompatibel ist, sowie ein Steam-Konto und einen PC, der die nachstehenden Mindestanforderungen erfüllt. Also Mindestanforderungen werden jetzt hier genannt, Windows 10, ein Intel Core i5 oder ein AMD Ryzen 3, RAM mindestens 8 GB, Nvidia Grafikkarte GTX 1650 oder höher. Für optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung einer Nvidia GeForce RTX 3060 oder AMD Radeon RX 6600 XT Grafikkarte. DisplayPort 1.4 muss über eine Standard DisplayPort oder Mini DisplayPort Ausgabe verfügen. USB Direktverbindung und euer PC braucht auch eine Bluetooth-Verbindung, Bluetooth 4.0 oder höher. Die Einrichtung ist ganz einfach, schließt PlayStation VR 2 einfach über den PC VR 2 PC-Adapter und das DisplayPort 1.4 Kabel an den PC an. Ladet dann die PlayStation VR 2 App und die Steam VR App von Steam herunter. Damit könnt ihr PlayStation VR 2 auf dem PC einrichten, Einstellungen und Spielbereich anpassen, Spiele kaufen und diese dann über Steam VR spielen. Wie bei allen Technologien für PC-Gaming kann die Leistung je nach PC-Setup variieren, einschließlich der Systemkompatibilität und Qualität des DisplayPort 1.4 Kabels. Das Setup muss den Mindestanforderungen entsprechen. Für Steam VR-Titel gelten individuelle Systemanforderungen. Soweit so klar. Funktionsunterschiede mit PlayStation VR 2 auf der PlayStation 5. PlayStation VR 2 wurde speziell für die PS5 entwickelt. Einige Funktionen wie HDR, Headset-Feedback, Eye-Tracking, adaptive Trigger und haptisches Feedback außer Vibration sind bei der Wiedergabe auf dem PC nicht verfügbar. Andere High-Fidelity und sensorische Funktionen der PlayStation VR 2 werden jedoch unterstützt. Dazu gehören 4K-Grafiken, 110 Grad Sichtfeld, Touch-Erkennung und Durchlasssicht sowie Full-Featured Rendering ohne Eye-Tracking und 3D-Audio bei unterstützten Spielen. Das intensivste Spielerlebnis beim PlayStation VR 2 Gaming haben die Spieler nach wie vor auf der PlayStation 5. Dennoch hoffen wir, dass die Spieler Freude daran haben, mit ein und demselben Headset ein erweitertes Sortiment an VR-Spielen auf dem PC nutzen zu können. Steam bietet ein riesiges Sortiment an Multiplayer, Open World, Survival, Horror, Stealth Action, Sportsimulatoren, Rätselspielen und beliebten kostenlosen Games im Steam Store. Lasst uns wissen, welche Spiele ihr ausprobieren werdet. Okay, also soweit so gut. Das ist hier nochmal der Adapter und wie man auf dem Bild auch hier oben sieht,
Und es wurde auch im Text erklärt, es gibt ein USB-Kabel, das an den PC kommt. Es gibt ein DisplayPort-Kabel, was an den PC geht. Und das dritte, was man hier sieht, wird wahrscheinlich ein Stromstecker sein, mit dem das Ganze, also der Adapter, dann mit Strom versorgt wird. Die besonderen Features oder die Features, die die PlayStation VR 2 besonders machen, werden am PC größtenteils nicht unterstützt. Also haptisches Feedback gibt es nicht am PC, Eye-Tracking gibt es nicht am PC, Headset Rumble gibt es nicht am PC. Ist schon schade, hätte ich mir aber auch schwierig vorgestellt, weil müssen die Spiele wahrscheinlich halt auch dementsprechend einen Patch kriegen, um das überhaupt auch zu unterstützen. Aber so scheint der Sony erstmal generell dann Riegel vorzuschieben und zu sagen, diese Features sind nur auf der PlayStation 5 verfügbar. Ihr könnt zwar PC VR damit spielen, aber da sind diese Features definitiv nicht mit verfügbar. Dennoch hast du an der PlayStation VR 2 das OLED-Display, was nicht zu unterschätzen ist. Dann hast du das 110 Grad große Field of View, was wirklich auch toll ist. Und du hast auch eine gute Auflösung. Also ich glaube schon, dass das Headset am PC eine gute Figur machen kann, definitiv. Es ist das einzige Headset, was überhaupt in der Preiskategorie auch ein OLED-Display hat. Ist das nun also eine gute Sache mit dem Adapter oder ist das totaler Schwachsinn? Also ich finde es gut, muss ich sagen. Ich finde es gut und ich werde den Adapter auf jeden Fall auch kaufen, denn so kann hier die ein oder andere PC-VR-Brille, die hier noch rumfliegt, einfach mal eingemottet werden oder verkauft werden. Ich denke da in erster Linie an die HP Reverb G2, die wir noch ab und zu benutzen. Die kann dann in den Ruhestand geschickt werden. In unserem Fall ist es ja nun wirklich so, dass wir zu 80, wenn nicht sogar 90% wirklich nur auf der PlayStation VR 2 momentan unterwegs sind. Die restlichen Prozent spielen wir halt dann ab und zu mal auf dem PC. Das heißt, wir haben 2 PlayStation VR 2 Brillen, um damit PlayStation VR 2 zu spielen, an der PlayStation 5 und haben aber auch noch Brillen hier rumliegen, mit denen wir halt auch PC VR spielen können. Die sind dann nicht mehr vonnöten, denn ich sehe jetzt keinen Vorteil, wenn ich jetzt eine der anderen Brillen benutzen würde am PC. Ganz im Gegenteil, ich sehe da sogar noch so ein bisschen den Vorteil bei der PlayStation VR 2. Ja, die hat Fresnel-Linsen im Gegensatz zur Pico 4, die wir hier auch noch haben und am PC regelmäßig benutzen. Die werden wir auch behalten, die Pico 4. Mit der hast du halt immer noch den Vorteil, dass du bestimmte Spiele auch wireless dann spielen kannst. Das macht sich ganz gut, wenn wir mal wieder Beat Saber spielen oder irgendwie sowas in Mixed Reality aufnehmen, wo ein Kabel dann doch schon vielleicht mal stört. Aber ansonsten können hier die anderen PC-VR-Brillen, die wir hier so haben, eigentlich alle dann aussortiert werden. Ich finde es gut und es wird ja keiner dazu gezwungen, sich den Adapter zu kaufen und sie dann am PC zu benutzen. Ich finde, das ist einfach nochmal so ein Pluspunkt, dass es die Möglichkeit gibt. Ja, ich hätte mir natürlich auch vielleicht gewünscht, dass der Adapter nicht ganz so teuer ist. 60 Euro finde ich schon ganz schön happig. Also ich sag mal, 20 Euro hätten es vielleicht auch getan. Gerade für so eine Spieler wie uns, die das Headset wirklich haben, um damit auch PlayStation 5 VR zu spielen und nebenbei aber auch ein bisschen PC VR spielen wollen, ist das, glaube ich, eine richtig gute Lösung. Ich finde es gut. Sie hätten es von mir aus auch schon gleich zum Release machen können, dass der PC mit unterstützt wird. Ich meine, andere Headsets wie die Meta Quest oder auch die Pico 4, die unterstützen schließlich auch den PC. Das ist einfach noch so ein Pluspunkt, dass du das Headset halt nicht nur auf dieser einen Plattform nutzen kannst, sondern dass du dann auch noch die große offene PC-Plattform dann im Prinzip auch noch damit benutzen kannst. Also ich finde es definitiv gut und ich werde es definitiv ausprobieren und bin schon gespannt, wie sich die PlayStation VR 2 dann am PC schlägt. Klar wäre natürlich noch schön gewesen, wenn so diese ganzen Features wie Eye-Tracking und so weiter und so fort auch noch irgendwie am PC nutzbar gemacht worden wären, weil dann wäre das ein richtiges Killer-Headset gewesen auf dem PC, bin ich der Meinung. Klar hat die PlayStation VR 2 auch ihre Nachteile, Fresnel-Linsen zum Beispiel, aber trotzdem wäre das dann inklusive der ganzen anderen Features, wäre das dann am PC ein richtiger Knaller gewesen. Aber auch so, finde ich, ist es ein solides, gutes Headset mit einem OLED-Display und durch die Anbindung an PlayStation 5 und PC werde ich da, glaube ich, voll happy sein und kann die anderen Headsets hier teilweise in Rente schicken. Schaut euch den Artikel gerne nochmal an hier. Ich verlinke euch den unten in der Videobeschreibung.
Und vor allem schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr von diesem Adapter haltet. Findet ihr total doof? Die Diskussion bei uns im Discord ist vorhin schon ausgebrochen. Einige finden es doof, dass es überhaupt einen Adapter gibt, um die Brille an PC anzuschließen und würden sich wünschen, dass es die Brille nach wie vor nur exklusiv für die PlayStation gibt. Andere sagen, der Preis ist viel zu hoch für den Adapter. Andere sagen, sie sehen gar keinen Grund, sich die Brille an den PC anzuschließen, weil am PC gibt es andere Headsets, die sie da lieber anschließen wollen würden. Wie ist eure Meinung dazu? Also, wie gesagt, wir werden uns den Adapter auf jeden Fall holen und die PlayStation VR 2 am PC benutzen. Sind einfach mal gespannt, was uns da in Zukunft noch so erwartet. Also für mich ist das kein Zeichen, dass Sony mit PlayStation VR 2 abgeschlossen hat, ganz und gar nicht. Ich bin da sowieso nicht so negativ wie viele andere. Wer unseren Kanal verfolgt, der weiß, dass wir da nicht so die Schwarzseher sind, was die PlayStation VR 2 angeht, wie viele andere. Wir sind der Meinung, die PlayStation VR 2 hat ein super gutes erstes Jahr hingelegt mit sehr guten Exklusivtiteln, mit sehr guten Umsetzungen auch von Spielen, die es schon auf anderen Plattformen gab. Klar sind auch viele Gurken dabei gewesen, viele auch schlechte Portierungen sind auch dabei gewesen, aber insgesamt überzeugt der Katalog an PlayStation VR 2 Spielen nach einem Jahr, finde ich, vollkommen, mit über 200 Spielen, die es mittlerweile gibt. Da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Und wir spielen nach wie vor echt am meisten mit der PlayStation VR 2 momentan. Und das wird sich auch, glaube ich, nicht so schnell ändern. Dass jetzt das neue Astrobot nicht für PlayStation VR 2 rauskommt, das ist natürlich schade. Wir hätten uns auch ein neues Astrobot gewünscht für PlayStation VR 2. Aber lasst doch die Flat-Spieler auch erstmal ihr Astrobot kriegen. Das haben sie sich jetzt schon lange genug gewünscht. Die Flat-Spieler kennen Astrobot größtenteils auch nur von der Tech-Demo, die bei der PlayStation 5 vor 3-4 Jahren dabei war. Dann wurde dieses Spiel auch in Entwicklung gegeben als Flat-Titel und das kommt jetzt raus. Sei es doch den Flat-Spielern gegönnt. Klar, ein Hybrid-Titel wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Wir wissen aber nicht, was die Zukunft bringt. Also von daher würde ich jetzt auch nicht gleich in Panik verfallen oder sagen, die PlayStation VR 2 ist tot. Wir haben ein tolles erstes Jahr gehabt. Die PlayStation VR 2 hat bestimmt noch 3 Jahre oder sowas noch vor sich, sage ich mal, bevor dann auch irgendwann eine PlayStation 6 rauskommt und dann vielleicht ein neues VR-Headset, wenn sie nochmal ein neues VR-Headset machen. Und von daher bin ich da absolut kein Schwarzseher. Weiß auch noch bei der PlayStation VR 1 damals, die ganzen Top-Spiele, die sind alle auch nicht im ersten Jahr erschienen. Also wir haben jetzt schon viel mehr Top-Spiele bekommen für die PlayStation VR 2 als damals bei der PlayStation VR 1. Also ich bin da ganz gechillt und zuversichtlich, dass Sony einen langfristigen Plan verfolgt und wir einfach alle mal ein bisschen mehr Geduld haben sollten. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir unten in die Kommentare schreibt. Lasst euch voll aus und wir sind, wie gesagt, gespannt auf den Adapter. Freuen uns drauf. Danke euch fürs Zuschauen. Drückt aufs Däumchen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.